Hola und willkommen zurück auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute geht es wieder um die aktuelle Lage in Kuba und wie ihr euch denken könnt, gibt es wieder einige wichtige Entwicklungen. Das Stromnetz steht kurz vor dem Kollaps. Die Bevölkerung schrumpft massiv. Ein neuer Solarpark wurde eröffnet. Neue Wirtschaftsmaßnahmen sollen Inflation und Devisenmangel bekämpfen. Die USA verschärft erneut ihre Sanktionen gegen Kuba. Ja, die Zigarrenindustrie boomt. Eine neue Kryptowährungslizenz könnte Geldtransfers nach Kuba erleichtern. Ja, und ihr bekommt jetzt alle wichtigen Updates zur aktuellen Lage in Kuba. Also bleibt bis zum Ende dran, um die neuesten Infos zu erfahren, die euch bei der Planung eurer Kuba-Reise oder bei eurem Interesse an der aktuellen Situation auf der Insel helfen können. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, habt ihr jetzt dafür die Zeit. Beginnen wir mit einem der wichtigsten Themen für alle, die nach Kuba reisen oder wirtschaftliche Entwicklungen verfolgen. Der aktuelle Wechselkurs. Der informelle Straßenkurs liegt derzeit bei etwa 340 Peso pro Euro. Dieser Kurs ist in den letzten Wochen insgesamt recht stabil. Der offizielle Wechselkurs, den der Staat für Finanztransaktionen vorgibt, liegt weiterhin bei 120 Peso pro Dollar, während der internationale Markt eigentlich bei 1:24 liegt. Ja, warum ist das wichtig? Für Reisende bedeutet das, dass der Straßenkurs oft deutlich günstiger ist als der offizielle Kurs. Wer nach Kuba reist und Geld tauschen möchte, sollte sich regelmäßig über die aktuellen Straßenkurse informieren. Eine hilfreiche Quelle dafür ist El Toque. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe auch mehrere Videos zum Thema Geld in Kuba online. Sucht bei YouTube einfach I Love Kuba und Geld und ihr werdet fündig. Alternativ klickt hier oben einfach auf den Link. Machen wir weiter mit den Einreisebestimmungen für 2025. Es gibt einige wichtige Änderungen für die Einreise nach Kuba, die aber nicht mehr ganz so neu sind, aber ich erhalte immer wieder noch dazu Fragen, also hier nochmal kurz zusammengefasst. Zollangaben müssen vorab online über De Viajeros ausgeführt werden. Das ist ab 7 Tage vor dem Flug möglich. Die Touristenkarte, also das Visum, wird noch benötigt. Aktuell befinden wir uns in einer Übergangszeit, in der ihr besser gesagt die Papierkarten verwendet könnt. Aber Mitte des Jahres wird es nur noch das elektronische Visum geben, also das E-Visa. Eine Auslandskrankenversicherung ist Pflicht, am besten auf Spanisch ausgestellt. Und der Reisepass muss mindestens 6 Monate über die geplante Reise hinaus gültig sein. Damit seid ihr bestens vorbereitet, wenn ihr eine Reise nach Kuba plant. Seit Donald Trump im Januar wieder ins Weiße Haus eingezogen ist, verschärft er den Druck auf Kuba weiter. Die USA haben Kuba erneut auf die Liste der Terrorstaaten gesetzt. Dadurch wird es für internationale Banken und Investoren noch schwieriger, mit dem Land zu arbeiten. Zusätzlich hat Washington alle Unternehmen, die unter Joe Biden von der Sanktionsliste gestrichen wurde, wieder darauf gesetzt. Besonders problematisch ist die Blockade von Geldüberweisungen. Das Unternehmen Orbit, das Exilkubaner in den USA ermöglicht, Geld an ihre Familien in Kuba zu senden, wurde von den US-Behörden sanktioniert. Für viele Kubaner bedeutet das, dass Geldtransfer aus den USA noch komplizierter und wieder teurer wird oder dann gar nicht mehr funktioniert. Kubas Außenminister Bruno Rodríguez verurteilte die neuen Sanktionen scharf und warnte, dass sie die humanitäre Lage auf der Insel verschärfen könnte.
Die Stromkrise in Kuba verschärft sich weiter. Experten warnen, dass das Stromnetz kurz vor dem Zusammenbruch steht. Mehr als die Hälfte der Kraftwerke ist außer Betrieb. Viele dieser Anlagen sind über 40 Jahre alt und wurden seit Jahrzehnten nicht modernisiert. Das Hauptproblem: Kuba produziert aktuell nicht genug Strom, um den täglichen Bedarf zu decken. Das Defizit liegt derzeit zwischen 1500 und 1600 Megawatt. Mit den steigenden Temperaturen im Sommer steigt auch der Stromverbrauch. Dann werden bis zu 3500 Megawatt benötigt. Sollten nicht so schnell alternative Lösungen gefunden werden, droht ein landesweiter Stromausfall. Aber hier vielleicht ein Teilschritt zur Lösung. Am 21. Februar 2025 wurde in Havanna der erste große Solarpark in Betrieb genommen. Hier ein paar Eckdaten: jährliche Leistung bis zu 37 Gigawattstunden, Einsparungen bis zu 8140 Tonnen Brennstoff. Durch China als Partner war es möglich, da diese Solarpanelen und Techniker gestellt haben. Wichtige Anmerkungen sind ja noch die Sicherheitsmaßnahmen. Der Park wird rund um die Uhr bewacht, da Diebstahl von Solarausrüstung zum Problem geworden ist. Die Zukunftspläne sehen so aus: bis Ende 2025 sollen 55 baugleiche Parks entstehen, die insgesamt 1200 Megawatt liefern sollen. Bis 2028 sollen 92 Solarparks mit 2012 Megawatt Kapazitäten gebaut werden. Dies könnte die Energiekrise langfristig entschärfen, doch die veraltete Infrastruktur bleibt eine Herausforderung. Ein weiteres großes Problem: Kuba verliert immer mehr Einwohner. Ende 2024 hatte das Land nur noch 9,75 Millionen Einwohner. Das sind über 300.000 weniger als im Vorjahr. Wir reden hier auch nur von den offiziellen Zahlen, die auch durchaus geschönt sein können. Warum ist das ein Problem? Über 25% der Bevölkerung sind bereits über 60 Jahre alt. Die Geburtenrate ist auf einem historischen Tiefstand. Nur 68.000 Geburten im Jahr 2024. Fast 780.000 Kubaner haben das Land seit 2021 verlassen. Wie gesagt, offiziell. Die Folgen: immer weniger junge Menschen sind im Arbeitsmarkt. Das Sozialsystem steht vor einer großen Belastungsprobe und ohne Bevölkerung kann sich die Wirtschaft auch nicht erholen. Aber trotz Wirtschaftskrise gibt es noch einen Lichtblick: Zigarren. Habanos erzielte 2024 einen Umsatz von 827 Millionen US-Dollar. Das ist ein Wachstum von 16%. Der größte Markt ist China, gefolgt von Spanien, der Schweiz, Großbritannien und Deutschland. Ein seltener Erfolg für Kubas Wirtschaft, den ich hier einfach mal nennen wollte. Die kubanische Zentralbank hat kürzlich dem Unternehmen Ebioro eine Kryptowährungslizenz erteilt. Das könnte bedeuten, dass Exilkubaner in Zukunft einfacher Geld nach Kuba überweisen können. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Stablecoins umgehen die US-Sanktionen und sind deshalb eine interessante Option für Geldtransfers. Doch es gibt auch Risiken. Viele Experten fragen sich, ob diese digitale Währung tatsächlich in echte Pesos umgewandelt werden können oder ob das Geld in einer digitalen Parallelwelt hängen bleibt. Ja, nochmal ein kurzes Fazit zu dem, was wir heute hatten. Kuba steckt in einer tiefen Krise. Das Land steht vor großen Herausforderungen. Das Stromnetz ist am Limit, ein Blackout droht. Die Bevölkerung schrumpft und die Zukunft ist ungewiss. Die US-Sanktionen setzen der Wirtschaft weiter zu. Gut, Zigarrenexporte boomen, aber das reicht leider nicht aus. Ja, was denkt ihr? Hat Kuba eine echte Chance, aus dieser Krise herauszukommen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ja, und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ihr kennt es ja, möchte ich noch einmal auf meinen Online-Shop Der letzte Westkubaner hinweisen. Wenn ihr nach besonderen kubanischen Produkten sucht
oder auch ja, auf eure Reise nach Kuba euch vorbereiten wollt, dann schaut unbedingt mal vorbei. In meinem Shop findet ihr Cubita Café, verschiedene Rumsorten wie den Varadero Rum, den Havana Club und bald auch mehr. Außerdem biete ich Reiseschutzversicherung an, perfekt für alle, die eine Reise nach Kuba planen oder aber auch für diejenigen, die jemanden aus Kuba nach Deutschland einladen wollen. Also schaut gerne mal vorbei auf www.derletztewestkubaner.de. Den Link findet ihr natürlich wie immer hier auch unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. So, das war's für heute. Ein umfassender Überblick über die aktuelle Lage in Kuba. Wir haben die wichtigsten Entwicklungen behandelt, von Wechselkursen über Tourismus bis hin zu den politischen Entscheidungen. Ich hoffe, diese Informationen waren für euch hilfreich. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Das war's von mir. Am Mittwoch geht es weiter, dann wieder mit der Vlog-Serie aus Kuba. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, saludos. Ciao.